wenn wir mal ganz geheim unter uns sprechen, mich das jetzt halt einfach nicht getraut. Und ich glaube auch nicht, dass es gut wäre. Hallo ihr Lieben, ich stehe hier in meiner Küche und es geht heute darum, den Apotheker-Küchenschrank zu organisieren und ich habe mir dafür ein System überlegt und ich bin sehr gespannt, ob es so wird, wie ich es mir vorstelle, denn ich habe 3 Anforderungen. Erstens, ich muss auf einen Blick sofort sehen können, was alles drin ist und was vielleicht auch schon leer ist. Zweitens, es soll wirklich nicht mein Budget sprengen und drittens, auch mein Mann soll sich bitte zurechtfinden, damit ich nicht immer helfen muss, wenn er was sucht. Und es hat ja noch viele weitere Vorteile, denn wenn man alles schön an seinen Platz stellt, was ich sehr, sehr schätze, dann passt auch mehr in den Schrank rein. Und ich zeige euch jetzt mal, wie meiner vorher ausgesehen hat. Also es war randvoll gestopft. Tüten über Tüten, Reis, Nudeln, dann hatte ich ein paar Glasgefäße da drin. Aber das hatte alles dazu geführt, dass in diesem Apothekerschrank auch die Sachen mal beim Auf- oder Zumachen sich irgendwo verhängt haben, durchgerutscht sind und es einfach komplett unordentlich und scheußlich ausgesehen hat. Ich hatte diesen Status jetzt ein Dreivierteljahr so, seit ich den Apotheker hier in der neuen Küche habe. Habe lange drüber nachgedacht, wie ich es denn machen könnte und habe mir jetzt was überlegt. Ich zeige euch den mal. Um den Schrank geht es hier. Hier ist er drinnen. Sieht von außen so gesehen gar nicht so riesig aus. Und da hatte ich auch im ersten Moment so Angst, ob alles reinpasst, was ich mir da vorstelle. Was ich mir vorstelle, um das nochmal so für euch zu wiederholen, natürlich alles, was ich an Vorräten besitze. Also bis auf Kaffee und Müsli, weil die sind nämlich extra. Dazu komme ich auch gleich noch. Was ich mir überlegt habe, sind Organisationsboxen, online ausgesucht, neu bestellt. Die muss ich jetzt einzeln noch auspacken. Die haben verschiedene Größen und da bin ich wirklich auch sehr gespannt, ob die normalen Verpackungseinheiten von Reis und Nudeln da reinpassen. Die, genau, werde ich jetzt alle mal auspacken und dann muss ich sie alle einmal durchwaschen, denn bevor ich da Lebensmittel reinmache, möchte ich natürlich, dass die einmal gewaschen sind. Jetzt dachte ich, bin ich besonders schlau, habe sie alle in die Spülmaschine reingestopft, angemacht, ein Stundenprogramm. Spülmaschine hat ja maximal 60 Grad und hier hinten steht auch drauf, Spülmaschinen geeignet. Aber jetzt hole ich die raus und jetzt hat es die verzogen. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Aber viele davon, nicht alle, sind da jetzt schief geworden. Mein Mann hat aber schon, so fleißig wie er ist, angefangen, die zu föhnen. Und dann passen die Deckel auch wieder drauf. Plastik, das sich bei Hitze verzieht. Aber wenn die dann heiß geföhnt wurden, dann geht es auch wieder. Die Gummidichtung ist auf jeden Fall super cool. Das ist auch nicht kaputt gegangen oder so, sondern nur die Behälter haben sich ein bisschen verzogen. Also mein Tipp an der Stelle, wenn du dir auch Plastikboxen besorgst, stelle sie nicht in die Spülmaschine, auch wenn es hinten drauf steht, dass es geeignet ist. Super schade, weil es wäre natürlich sehr praktisch. Die sind aber auch schnell mit der Hand abgespült. Das war jetzt einfach nur pure Faulheit, weil ich dachte, es spart mir Zeit. Im Endeffekt hat es mir jetzt mehr Zeit beschert. Warum ich Plastikboxen gewählt habe und nicht etwa Glas? Ja, Glas wäre hübscher, finde ich auch. Aber bei Glas ist halt das Problem, wenn ich da mehrere von den Boxen, so wie ich es mir jetzt vorstelle, also den ganzen Schrank mit Boxen auskleide und die Stapel, wird das alleine durch das Glas schon richtig schwer. Deswegen habe ich mich für Plastik entschieden, weil die Boxen wiegen alleine fast gar nichts. Ich will ja nicht, dass mein Apothekerschrank irgendwann zu viel Gewicht drauf hat und mir irgendwie die Körbe da durchbrechen oder mir da irgendwie die Aufhängung kaputt geht. Deswegen sollte man ja schon versuchen, dass es nicht zu viel Gewicht da drauf ist. Deswegen Plastik. Wenn jemand Erfahrungen mit Glasbehältern hat, schreibt mir das mal, weil es würde mich interessieren. Ich habe mich das jetzt halt einfach nicht getraut, das alles mit Glas auszustellen. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt befüllen wir die Boxen erstmal. Und dafür habe ich jetzt alle erstmal natürlich ausgepackt, gewaschen. Das habe ich vorhin ja schon gemacht. Habe dann darauf geachtet, dass ich sie richtig gut abtrockne. Dass natürlich jetzt bei den Lebensmitteln, wenn ich sie jetzt einfülle, da nicht irgendwie Feuchtigkeit im Deckel, im Rand oder in einer Ecke ist. Also wenn du die Zeit hast, wasch sie ab und lass sie einfach einen Tag noch stehen, dass sie richtig gut durchtrocknen können. Ich hatte darauf jetzt keine Lust. Ich will das immer alles sofort. Deshalb habe ich sie dann einfach noch mit einem Handtuch trocken gemacht. Anschließend habe ich mir alles rausgeholt aus dem Apothekerschrank, was da so drinnen war und habe jetzt geschaut, welche Verpackungsgröße in welche Behältergröße gut reinpasst und ich habe auch festgestellt, dass eine ganze 500 Gramm Reis in eine von den größeren
Behältern gut reinpasst. Ich bin ein Reis-Junkie, also ich besitze immer in meinem Vorrat 3 verschiedene Reissorten: Jasminreis, Parboiled-Reis und Basmati-Reis. Also manchmal ist auch noch Naturreis dabei, aber diese 3 immer. Dann habe ich die da eingefüllt und auf einmal, ja, sehen die halt total ähnlich aus und man weiß nicht mehr, was ist. Deshalb kommt man um eine Beschriftung, wenn man Boxen verwendet, eigentlich fast nicht drum herum. Da habe ich mich jetzt dazu entschlossen, weil ich auf die Schnelle keine Etiketten hatte, dass ich das einfach da ausschneide aus der Verpackung und da drauf klebe mit Tesa. Passt jetzt eigentlich auch ganz gut für mich. Wird auch länger halten, also das muss man ja nicht jedes Mal neu machen. Außerdem hat es dadurch gleich eine andere Farbe und ich erkenne auf den ersten Blick, was drinnen ist. Ebenso bei den Linsen, denn ich bin nicht nur ein Reis-Junkie, sondern auch ein Linsen-Junkie und habe eigentlich immer 4 verschiedene Linsen hier im Vorrat. Und zwar Berglinsen, rote Linsen, Tellerlinsen. Jede Linsensorte ist anders. Ich mag jetzt kein Video über Linsen hier halten, aber auf jeden Fall alle 3 haben ihre Vor- und Nachteile. Und dann habe ich noch die Beluga-Linsen. Da habe ich es jetzt auch so gemacht, dass ich die Beschrift, also einfach von der Packung das draufklebe. Und bei den Beluga-Linsen habe ich das leider versäumt. Aber die sind schwarz, die erkenne ich gut. Hier ist ja eigentlich sowieso nur das Problem, zwischen Tellerlinsen und Berglinsen zu unterscheiden, weil die von der Farbe so ähnlich sind. Beim Reis ist es ein bisschen schwieriger, also klar, der Parboiled-Reis ist ein bisschen dunkler, aber wenn weniger da drinnen ist, dann ist es, dass man es auf den ersten Blick gar nicht mehr so gut unterscheiden kann. Und der Basmati-Reis auch noch nebendran. Und da sieht man dann schon, Basmati und Jasminreis sind beide total hell. Und da wird es dann echt schwierig. Also ich finde jetzt die Variante, die ich mir da jetzt so überlegt habe, kostet ja auch nicht, das so aufzukleben. Passt eigentlich. Hier hätte ich es ein bisschen ordentlicher machen können, aber das mache ich dann einfach, wenn ich nachkaufe von der nächsten Packung, kann ich das ein bisschen schöner ausschneiden. Ansonsten habe ich online auch richtig schöne, wieder beschriftbare Klebeetiketten gefunden. Die gibt es welche, die man mit einem Tafelschrift oder Stift oder mit einer Kreide beschriften kann. Die finde ich super schön. Da würde ich aber, das hatte ich schon mal, euch, wenn ihr das vorhabt, immer einen Tafelstift empfehlen. Also der ist dann wie ein Filzstift, weil der wischt nicht so schnell ab wie eine Kreide. Da kann ich euch das mal zeigen. Das ist nämlich so ein Aufkleber. Super cool. Aber leider die normale Kreide wischt sich sehr schnell. Das ist jetzt selber gemachter Holundersirup und da habe ich auch so Flaschen. Das war auch mal ein Dreier-Set. Super praktisch für Essigöl und eben selber gemachte Sirups oder sowas zum Abfüllen und mit so einem Dosierspender, der auch mit so einem Deckel zugeht. Super geile Behälter. Meine Freundin hat sie mir gleich nachgekauft, als sie es gesehen hat. Also das kann ich schwer empfehlen. Und eben da, ich verlinke dir den mal, den ich meine, diesen Stift. Nach dem Einfüllen dann alles fertig habe jetzt, kann ich es hier in meinen Schrank einsortieren. Und das ist das, was ich gemeint habe. Diese Boxen lassen sich super geil stapeln. Ich habe das hier auch bei dem Apotheker ausgemessen, dass ich genau 3 Reihen reinkriege. Und da habe ich jetzt die großen Boxen nach hinten. Ein Nachteil bei den Boxen, Spaghetti passen nicht rein. Habe ich jetzt eins unten drunter reinsortiert. Die lege ich hier einfach rein. Habe jetzt quasi mit allen meinen Boxen, die ich hier bestellt habe, 15 Stück, habe ich jetzt ein Fach gefüllt von dem Apotheker. Also das ist wirklich verrückt, wie viel da reinpasst und wie man auch alles auf einen Blick, wie ich es mir gewünscht habe, übersichtlich sieht. Hier ist nur noch ein Glasbehälter übrig geblieben. Das sind Montons. Werde ich aber wahrscheinlich auch nicht mal nachkaufen. Bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Du siehst, da in der Mitte passen noch Boxen hin und man kann die richtig schön stapeln und bei Bedarf, was man schneller braucht, halt oben, was man nicht so oft braucht, Goldhäse, habe ich dann hier unten und so weiter. Um meine eigene Frage vom Anfang zu beantworten, ob ich damit zufrieden bin und wie es mir taugt. Super. Also es taugt mir genial. Wirklich toll, wie viel da reinpasst jetzt. Ihr habt es vorhin gesehen, ich blende euch nochmal das Bild ein, das ist ja Wahnsinn, da war alles so übereinander gestapelt und ich habe schon gedacht, oh Gott, der Schrank ist vielleicht doch ein bisschen zu klein. Nein, der ist überhaupt nicht zu klein. Also wenn man das nur mit Struktur in Boxen sortiert, sieht es nicht nur ordentlicher aus, sondern es passt mir rein und es ist viel zu ordentlich. Ich bin es gar nicht so gewöhnt. Jetzt kümmern wir uns noch um den Till, was ich vorhabe heute. Und zwar ist es die Schublade Müsli und dergleichen, Nüsse und so weiter. Also das ist die zweite Vorratsschublade. Das ist diese hier. Das ist die Snack- und Müsli-Schublade bei uns. Hier siehst du schon, hier sind noch Chips übrig geblieben von der letzten Feier. Hier habe ich dann versucht,
mit My Little Boxen und Glossy Boxen das Ganze ein bisschen strukturierter zu machen. Und hier ist noch eine Box übrig gewesen. Den anderen habe ich jetzt schon mal ausprobiert. Und so will ich das jetzt hier mit den Boxen auch gestalten. Stelle ich mir auch viel ordentlicher vor. Und wir schauen mal, ob sich hier auch so viel tut wie bei dem Apotheker. Ob das irgendwie übersichtlicher wird, ob es leerer wird und so weiter. Und weil ich dann schon dabei war, die Küche ein bisschen neu zu organisieren, habe ich noch Anti-Rutschfolie mitbestellt, weil in der Schublade ist sie mir ausgegangen, als ich das neue reingelegt habe. Also da siehst du, hier ist noch ein Streifen. Das ist halt so praktisch, weil die Sachen einfach nicht mehr sich auf dem Plastik hier rumschieben. Und hier fehlt noch, und da kommt dann die noch rein. Da siehst du, habe ich auch schon eine drinnen. Also das ist einfach so genial, weil wenn man die Schublade auf und zu macht, nichts hin und her schiebt. Ebenfalls mitbestellt, hat jetzt nichts mit Schrankorganisation zu tun, aber zeige ich euch trotzdem, was so hübsch ist. Das ist ein Glasbehälter mit einem Löffel dran. Da möchte ich Zucker einfüllen für Gäste. Das ist einfach viel schöner, das so auf den Tisch zu stellen als, ja, ich habe noch keine Zuckerdose. Also einfach was anderes. Das ist hübscher. Und dann noch ein Spray-Spender für Öl, denn ich mag Öl, Olivenöl vor allen Dingen im Salat sehr, sehr gerne. Es kommt aber immer so viel raus, also wenn man das jetzt nicht umfüllt, und deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Spray-Spender. Man viel sparsamer mit Olivenöl umgehen. Alle diese Dinge übrigens, die ich dir jetzt hier zeige für meine Küchenorganisation, habe ich von Shein. Das ist eine Kooperation in dem Sinne, dass ich mir die Sachen selber aussuchen durfte. Trotzdem ist es komplett meine ehrliche und echte Meinung. Wenn wir mal ganz geheim unter uns sprechen, bei Amazon gibt es identisch dieselben Sachen, nur dass sie 3-mal so teuer sind. Ich habe wirklich den Probekauf hier und da auch schon gemacht und es sind identisch dieselben Sachen. Wir müssen ja alle ein bisschen auf unser Geld schauen, wir müssen ja alle etwas Geld sparen in der heutigen Zeit, und deswegen bin ich hier sehr gut aufgehoben, würde ich sagen, und kann es dir schwerstens empfehlen. Also alle Links zu allen diesen Produkten findest du unten. Wenn du noch was dazu zu sagen hast, positive Kritik, negative Kritik oder andere Tipps, die jeden anderen hier auch interessieren könnten, bin ich sehr froh, wenn du sie mit uns teilst in den Kommentaren. Abonniere mich gleich für mehr solche Tipps und Tricks Videos. Ich freue mich, wenn du Teil unserer tollen Community wirst. Und ich freue mich, wenn du dich gleich hier in mein letztes Video reinklickst. Bis dann. Ciao, ciao.